Es gibt so viele verschiedene Lebenskonzepte, ne? Und egal, ob man jetzt im Tiny House oder im Bauwagen wohnt oder in einem Holzhaus oder in einem Wohnwagen oder in einem Van, da finde ich, hat jeder hat sein Recht, sich seinen Lebensraum so zu gestalten, wie er das möchte, solange Umwelt und Mitmenschen darunter nicht leiden. Hi, ich bin Leopold, kommt rein. Oh ja, das ist der Eingangsbereich, da kommt man rein. Eine Garderobe, kleine Details, auch alles selber gemacht. Ne? Man sieht hier die Silberlöffel von Oma, gut wiederverwendet. Genau. Und Schuhe, das jetzt gerade nicht so voll. Genau, und dann kommt man hier rein und wir befinden uns dann auch direkt im Wohnzimmer. Und das ist eine Schlafcouch, also man kann hier sitzen, man kann die aber auch ausklappen und dann entsprechend 2 Personen darauf schlafen lassen. Und auf der linken Seite vom Eingang gibt es dann einen Tisch. Das ist ein üblicher Tisch, den viele Tiny Häusler benutzen. Genau, und den kann man beide Seiten ausklappen oder man kann auch nur eine Seite ausklappen, das funktioniert auch. Und so funktioniert es auch schon ganz gut für 2 bis 3 Leute. Und wenn man die andere Seite auch noch ausklappt und den in die Mitte stellt und ein bisschen mehr umbaut, dann kann man tatsächlich auch hier mit 4, 5 Leuten ganz gut an einem Tisch sitzen. Na, das geht tatsächlich auch, aber das braucht dann ein bisschen mehr Vorbereitung. In meiner Schule muss man eine Jahresarbeit in der 12. Klasse abgeben, beziehungsweise das Jahr davor arbeitet man eben darauf hin in der 12. Klasse. Anfang der 12. ist dann die Präsentation. Das Ganze läuft parallel zum normalen Schulbetrieb. Und ich habe generell immer schon mich auch für Architektur interessiert, schon viel früher, immer Grundrisse gezeichnet und schon als Kind irgendwie Baumhäuser und so weiter gebaut. Und ja, und ich kannte Tiny Houses nur aus dem Internet eben, von ein paar YouTube-Videos oder Pinterest und hatte eigentlich erst ganz andere Themen auch im Blick und dachte dann aber, hey, du beschäftigst dich so oder so mit so viel Theorie in deinem Alltag, mach doch vielleicht lieber was auch einen praktischen Anteil hat. Und genau, ja, und dann ist die verrückte Idee daraus entstanden, so halb aus Witz am Anfang, so, ich könnte ja ein Tiny House bauen. Ja, und am Anfang haben mir auch viele Leute den Vogel gezeigt, so, naja, 16-Jähriger, mit wilden Ideen. Und genau, ja, dann hat sich das aber so verfestigt. Und dann war das quasi, ja, das Schulprojekt, sage ich mal, war Teil meines eigenen größeren Projekts. Na, ist klar, dass das alles ein bisschen zu viel ist, nur um jetzt da ein Schulprojekt daraus zu machen. Aber das Privatinteresse war natürlich entsprechend groß. Und ja, dann habe ich das im Rahmen meiner Schularbeit und dann auch natürlich danach noch weiter, das Tiny House hier, das erste gebaut. Ja, in der Küche, generell ist das ja ein ziemlich offenes Konzept und die Küche ist auch relativ groß eigentlich. Ja, ist auch ein Drittel vom Haus. Und Gasherd, weil ich gerne koche und das ist mir wichtig. Und ich persönlich koche einfach auch lieber mit Gas als mit Induktion oder mit Ceranfeld. Ansonsten ist das einfach eine standardmäßige Küche. Ne? Normal großes Waschbecken, Unterschränke mit Tellern. Das ist normal. Ich habe ja ziemlich viel kleine Deko-Sachen auch immer rumstehen. Ja, genau. Und in der Küche gibt es eine Frühstücksbar, Sitzplatz, beziehungsweise gleichzeitig an meinen Arbeitsplatz. Und das ist ganz praktisch, dass ich mich hier einfach hinsetzen kann zum Arbeiten, zum Frühstücken, zum kleine Mahlzeiten zu sich nehmen. Ich finde es einfach auch, dass ich sag mal so, die Kunst eigentlich beim Design vom Tiny House oder bei kleinen Räumen, finde ich persönlich immer,
dass man es so alltagstauglich wie möglich eben gestaltet. Und am Anfang ist es ja doch häufig so, und dann klappe ich hier noch und dann klappe ich hier noch was aus und dann da noch was umklappen und unterstellen und dann kann ich dies machen und jenes. Aber das ist im Alltag alles völlig nervig. Ne? Also wenn ich 10 Minuten brauche von meinem Esstisch, bis ich aufs Sofa kann oder so, das ist, ja. Und deshalb ist die Kunst, das groß wirken zu lassen, aber trotzdem normale, alltagstaugliche Gegenstände und ja, Lebensorte einzubauen. Genau, dementsprechend ist das hier gleichzeitig Arbeitsplatz und auch mit einem Ausblick auf die schönen Pflanzen vom Nachbarn. Also das erste Tiny House hier, das habe ich, also ist ja in Teilzeit entstanden. Ne? Im Schulalltag sind auch 36 Stunden oder so die Woche, glaube ich, die man in der Schule so verbringt, ohne Hausaufgaben. Ja, genau, und dann das, ich sag mal, gutes Jahr, ne, um und bei. Das ist so wie es jetzt ungefähr ist. Ich meine, am Endeffekt so die Leisten, es gibt so dieses 80-20 Pareto-Prinzip. Ne? 80% kriegt man recht schnell fertig und für die letzten 20 dauert es dann einfach noch, so die Kleinigkeiten. Genau, also ein gutes Jahr ungefähr und vom Kostenpunkt 15.000 mit allen Einbauten und allem drum und dran fertig. Und das ist aber auch nur deshalb möglich, weil ich eben wirklich absolut alles selber gemacht habe und keine Lohnstunden bezahlt habe. Null. Und auch dann also ich habe auch Fenster teilweise selber gebaut. Und ja, es gibt auch viele, viele Tricks und Kleinigkeiten, die man machen kann, um Geld zu sparen. Ne? Man kann auch im Baumarkt verhandeln zum Beispiel. Oder im Baumarkt passiert ganz häufig, wenn man muss eben nachfragen, ja, zum Beispiel eine Duschverkleidung, in der Regel sind die dann vielleicht 2 Meter, 2,20 hoch. Und wenn da mal was beim Transport runtergefallen ist, hat das unten einen Riss oder einen Sprung drin, aber man braucht gar nicht die volle Höhe in einem Tiny House, so als Beispiel. Und dann kriegst du es für die Hälfte weniger, ne? Wenn nicht sogar umsonst. Und günstiges Tiny House bauen braucht aber auch mehr Zeit. Ne? Man muss rumfahren, man muss gebrauchte Sachen restaurieren und so weiter. Ansonsten wäre es auch teurer geworden wahrscheinlich. Ja, das Bad ist hier am Ende vom Haus und das ist ziemlich klein. Also es ist 90 cm tief und reicht aber vollkommen aus für eine Komposttrenntoilette und für eine Dusche, die 90 auf 90 ist. Ich verbringe auch nicht viel Zeit im Bad. Also ich dusche jetzt nicht hier eine halbe Stunde oder so. Dementsprechend funktional. Das ist eine Infrarot-Fußbodenheizfolie unter dem Korkboden. Ja, Kork ist eigentlich wie ein Holzfußboden auch sehr, sehr fußwarmes Material. Ist tatsächlich noch ein bisschen weicher, finde ich, und wärmer, als wenn man so einen Hartholzboden hat. Ist auch total unempfindlich und einfach zu verlegen. Ja, danach ist das Interesse so stark gewachsen und ich habe so viele Anfragen bekommen von Leuten, hey, das sieht doch super aus, und es hat auch eine gewisse mediale Aufmerksamkeit bekommen, eben auch, weil ich so jung war. Und und dann habe ich mich damit direkt selbstständig gemacht. Da war ich noch in der Schule, als ich die Selbstständigkeit angemeldet habe. Und ja, seitdem habe ich einige Tiny Houses gebaut. Ich glaube, 3 oder 4. Ja, es ist auch, manches ist so ein bisschen vermischt, ne? Wenn ich nur Bauaufsicht mache und die Tiny Houses in der Regel plane ich nur noch. Ne? Ich plane die Tiny Houses, ich zeichne sie und dann mache ich auch ganz viel baubegleitende Beratung. Das heißt, die Leute wollen gerne selber bauen, brauchen vielleicht bei 1 oder 2 Punkten entsprechend Unterstützung und das ist ganz individuell für jeden Kunden anders. Ne? Ein Tiny House, sage ich auch immer, muss einfach perfekt für den Bewohner passen, weil je kleiner der Raum, desto gravierender sind kleine Fehler. Also wenn man jetzt eine Ecke einplant im Tiny House und die funktioniert im Lebensalltag des Bewohners nicht, dann ist das deutlich schwieriger, das einfach mal zu ändern. In einer 50 Quadratmeter Wohnung ist das nicht so schlimm, wenn mal irgendwo was nicht so ganz passt. Im Tiny House, wo wirklich jeder Zentimeter genutzt werden muss, ist das schon wichtig. Genau. Ja, und jetzt, das ist so der Stand der Dinge. Ich bin selbstständig und jeder, der Interesse an Tiny Houses hat, an Workshops, an Beratungen, der kann natürlich gerne kommen. Das Reich der Träume ist oben.
Treppe hoch. Also es ist nicht so super viel Platz, aber ich kann noch ganz gut so sitzen, selbst mit Matratze. Es gibt auch dünnere Matratzen. Ne? Das ist jetzt hier ein Standard mit einem Topper oben drauf. Aber ja, ist dafür sehr bequem. Genau. Und ja, es ist ein standardmäßiges Doppelbett. Doppelbettgröße. 1,50 auf 2,20, glaube ich. Genau, ja, und dann gibt es hier entsprechend 2 Panoramafenster. Einmal nach Süden und das andere geht derzeit nach Norden raus. Und ein Dachfenster, was auch auf der Nordseite ist, aber ist ja relativ flach. Da kann man dann Sterne gucken. Und es wird im Sommer tatsächlich auch gar nicht so sehr heiß, weil die Sonne nicht direkt hier reinscheint. Genau, das ist auch ganz praktisch. Und dann habe ich hier hinten, das ist noch ein Bücherregal. Da kann man dann auch mal schmökern abends oder so. Eigentlich verbringe ich tatsächlich auch mehr Zeit unten als hier oben. Also das ist wirklich hauptsächlich, wenn ich dann entschieden habe, jetzt gehe ich schlafen, dann gehe ich hoch. Genau. Ja gut, also das Haus habe ich ja 2015, 2016 gebaut. Da war ich 15, 16 Jahre alt. Und klar, so als erstes Haus, da gibt es natürlich noch einige Ecken, die ich dann am Ende, ich bin dann auch schon früher eingezogen, bevor es komplett fertig war, genau, die dann nicht komplett fertig geworden sind oder so Sachen. Und das sieht man dann natürlich, wenn irgendwo noch ein kleines Klebeband oder eine Leiste fehlt. Das sind so Geschichten. Oder eben auf dem Stauraum, wo man normalerweise eh nicht hinschaut, ja, wo normalerweise die Kisten stehen, wo dann noch ein bisschen Dampf, wo man auch noch Dampfbremse sieht. Das sind noch so ein paar Ecken. Das finde ich jetzt aber eigentlich gar nicht wild, weil es muss nicht perfekt sein und es hat seinen Dienst sehr gut getan. Ja, also ich habe natürlich auch in dem Alter natürlich auch keine handwerkliche Ausbildung oder so gehabt. Aber dementsprechend, ja, ich habe sehr viel recherchiert online und auch natürlich amerikanische Tiny Houses angesehen oder auch das als Vorbild, sage ich mal, genommen, aber dann ist es ja doch schon so, wenn man dann ein bisschen tiefer in die Materie einsteigt, dass die Art und Weise, wie man baut, schon sehr unterschiedlich einfach ist. Ne? Und es gibt auch ganz andere rechtliche Vorlagen hier. Und ja, es war sehr, sehr viel Recherche, also bestimmt, ich meine, meine Planung ist bestimmt 50% der Zeit gewesen. Ne? Ja, vielleicht 40, nicht ganz. Und ja, und vom Handwerklichen her, also ich bin auf dem Hof groß geworden, da gab es auch immer was zu tun und habe mit meinem Vater auch Baumhaus gebaut und Pferdestall gebaut, dies, das, jenes. Da hatte ich eine gewisse, ja, sag ich mal, Grunderfahrung vielleicht. Ja, und dann war das eigentlich so ein bisschen auch Learning by Doing, muss ich auch ganz ehrlich sagen, auch wenn ich es jetzt inzwischen allen selber Bauern abrate, einfach aufs Blaue loszubauen. Aber zu dem Zeitpunkt gab es auch keine Informationen in Deutschland. Ne? Es gab Hans-Peter Brunner, der hat parallel sein Tiny House dazu gebaut. Und ansonsten gab es eigentlich niemanden, mit dem ich mich sonst auch über Erfahrungswerte hätte austauschen können im deutschen Raum auf jeden Fall. Und deshalb war es auch ein bisschen so wie so ein großes Abenteuer bzw. Experiment. Das werden die Fundamente für die neue größere Terrasse, für den Terrassenanbau, die Stützen. Und das ist Robinie, das hält schon an sich, es ist sehr widerstandsfähiges Holz. Und das ist aber das Verkohlen ist eine traditionelle Variante, sage ich mal, um das Holz noch haltbarer zu machen, gerade wenn es in Erdkontakt eben ist. Also zur Genehmigung von einem Tiny House, das, wie du gerade gesagt hast, ist natürlich ein Riesending immer. Und das ist auch einer der häufigsten Gründe, warum Leute dann von dem ersten Schritt in die Richtung Tiny House wirklich zurücktreten und sagen, nee, ich mache es jetzt einfach nicht, weil es gibt einfach keine rechtliche Grundlage, die spezifisch für Tiny Houses entwickelt wurde oder die diesen Begriff Tiny Houses überhaupt umreißt. Und dahergehend muss ein Tiny House einfach die Anforderungen erfüllen, die ein normales Haus auch erfüllen muss. Und das ist natürlich entsprechend kompliziert und auch in vielen Fällen gar nicht möglich. Schon gar nicht, wenn ein Tiny House jetzt auf einem Anhänger gebaut ist, wie das hier.
Und von der Genehmigung her ist mein Haus jetzt hier im Prinzip wie ein Modulhaus, also wirklich mit einer ganz normalen Baugenehmigung genehmigt. Und ja, es darf dementsprechend hier auch als Erstwohnsitz genutzt werden. Und oft ist es aber natürlich so, dass im Gespräch, das merke ich auch, machen wir auch für Kunden, ne? Das merke ich auch im Gespräch mit anderen Bauämtern immer wieder, dass da so eine Angst im Prinzip da ist, ne? Und die muss man, also ganz häufig finde ich mich dann in der Situation, dass mein Mitarbeiter und ich, dass wir dann dem Mitarbeiter beim Bauamt erklären, wie er es genehmigen kann, obwohl das ja eigentlich seine Arbeit ist. Ja, und da kann man ganz viel erreichen, wenn man entsprechende Beispiele bringt, dass es anderswo, wie es anderswo genehmigt wurde. Ne, dass der Beamte weiß, okay, er ist jetzt nicht der Einzige, der sich hier wagt, so einen besonderen Schritt zu tun oder so. Und ansonsten gibt es natürlich auch viele Leute, die sagen, ja, davor habe ich Angst, ich habe keine Lust jetzt auf Bauamt und so, ich will aber trotzdem das Tiny House bauen. Und die sich dann so in so einer Grauzone entsprechend bewegen. Na, das ist eben ja auf dem Anhänger und wie lange ich mich hier drin aufhalte, ist ja meine Sache und so. Und da will ich aber eigentlich jeden ganz gern ermutigen, doch eben auch diesen Schritt zu gehen und das zu probieren, dann eine Genehmigung dafür zu bekommen. Das kann manchmal ganz schön lange dauern und aufwendig sein, aber je mehr Leute auch entsprechende Anfragen stellen und je bekannter das Thema auch bei den Behörden wird, ja, desto eher wird sich auch mal was ändern. Ich meine, da gibt es auch tolle Gruppen, die auch daran arbeiten, dass Tiny Houses legalisiert werden oder einen eigenen Bereich innerhalb des Baugesetzes bekommen. Das dauert wahrscheinlich aber noch eine ganze Weile. Das ist der Gasdurchlauferhitzer und Stromanschlusskasten. Der Wasseranschluss ist direkt hier unter der Küche. Genau. Das ist hier die Gasabluft von dem Gasdurchlauferhitzer, der hier drin ist. Ja, für Warmwasser ansprechend. Genau. Ja, und ist auch schon Wein angepflanzt. Der kann hier so ein bisschen hochranken. Das sieht man auf der anderen Seite. Vielleicht auch nochmal. Sieht ganz nett aus. Und vielleicht mache ich das auch so, dass ich hier noch so eine kleine Sichtwand mit einer kleinen Überdachung habe, wo der Wein dann auch im Sommer eben rüberranken kann. Also ich sag mal so, die Tiny House Bewegung in Deutschland ist ja wirklich fast exponentiell gewachsen, sag ich mal. Es gab so viele Medienberichte und alle finden es super toll und super hübsch und schnieke. Und oft ist natürlich die Vorstellung auch ein bisschen anders als die Realität im Endeffekt. Ne? Viele haben so diesen romantisierten Traum von, ich will jetzt alleine abgelegen auf der Waldlichtung stehen in meinem Tiny House und da leben. Und das funktioniert so natürlich nicht. Zumindest nicht so einfach. Ja, die Entwicklung von Tiny Houses. Erstmal finde ich es gut, dass es mehr Tiny Houses gibt und dass dieses Interesse und auch hervorgerufen wird. Und Tiny House für mich ist auch nicht nur das Haus selber, weil für die Leute, die sich da an dieses Thema heranwagen, hängt ja dann auch immer noch zum Beispiel Minimalismus hinten dran oder wenn man sich damit beschäftigt, wie man sein Haus baut, auch die Auseinandersetzung mit umweltfreundlichem Bau und solchen Geschichten. Und das sind einfach ganz wichtige Themen und deshalb finde ich das auch sehr positiv, dass das so ein bisschen das Tiny House quasi als Mittel zur Message dienen kann. Ja? Genau, und deshalb, und in der Zukunft in Deutschland, denke ich, wird es wahrscheinlich irgendwann so an einer bestimmten Grenze stagnieren. Das ist auch sowas, wo auch manchmal Leute Fragen stellen, boah, wenn alle dann im Tiny House wohnen und so, und das will doch keiner, und dann alle wohnen hier in so Hippie-Wohnwägen und so. Das wird aber nicht passieren. Und Tiny House ist auch nicht für jeden die richtige Wohnlösung. Ist auch so. Auch manche Leute, die sich beraten lassen bei mir, denen rate ich echt dann davon ab. Selbst wenn sie eigentlich noch voll Feuer und Flamme sind. Und ich will auch keine Träume zerstören oder so. Und jeder soll das natürlich mal ausprobieren. Aber ich denke, das wird ab einer bestimmten Grenze stagnieren. Und dann gibt es hoffentlich in Zukunft einige sehr schöne Communities oder auch einzelne Möglichkeit, eben auch wirklich in einem kleinen Haus auf einem Grundstück zu wohnen und da nicht so einer riesigen behördlichen oder vor so einem riesigen Papierberg zu stehen, bevor man sowas machen kann.
Ne, weil eigentlich ist es ja, man tut ja keinem was damit zuleide. So, dann schaue ich mal kurz, was wir hier haben. Also ich arbeite mit SketchUp Pro und auch mit AutoCAD, aber mit AutoCAD nur, wenn die Kunden nicht selber bauen. Weil für Selbstbauer ist es, sag ich mal, wenn die auch die 3D-Modelldatei kriegen, ist es deutlich einfacher und es gibt auch kostenlose Varianten von diesem Programm, wo man das eben anschauen kann und auch die Maße rausnehmen kann, wenn man möchte. Und genau, das ist dann so. Und dann machen wir hier. Genau. Ja, also inklusive Ansichten, Schnitte, da ist dann mal alles dabei. Und ja, ist dann auch als 3D-Modell kann man das dann entsprechend natürlich sich auch anschauen. Zum Tiny House Thema kann man vielleicht noch sagen, dass man sich wirklich nicht entmutigen lassen darf. Ich erlebe das ja wirklich tagtäglich eben mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, und meinen Kunden und Freunden auch, die auch da Interesse daran haben, dass es erstmal, wer sich ein Tiny House anschafft, schafft sich erstmal einen riesen Berg an Problemen an. Das ist einfach so. Du musst ja, als wenn du es selber baust, sowieso, du musst alles irgendwie durchdenken und durchdringen, wie baue ich jetzt dies, jenes. Klar, da kann man sich auch helfen, ne? Da gibt es inzwischen auch mehr Infos als als ich das hier gebaut habe zum Beispiel, und Erfahrungswerte auch. Aber es ist trotzdem erstmal sehr, sehr viel problembasiertes Arbeiten, sage ich mal, und gerade auch so im offiziellen Bereich. Und da würde ich wirklich einfach jedem raten, lasst euch nicht entmutigen, kleine Schritte und langsam. Das ist auch so was, sag ich mal, was ich am meisten gelernt habe bei meinem ersten Tiny House, war wirklich dann so nach einem halben Jahr so, hey, mach mal langsam. Ich war auf dem Dach, habe gerade das Dachfenster eingebaut und habe mich dabei ertappt, wie ich dran gedacht habe, wie ich denn eigentlich die Spüle einbaue. Na, und so stresst man sich dann total, wenn man an 3 Sachen gleichzeitig denkt und so. Das muss man trotzdem können, ne? Gerade in der Planung musst du ja vorausdenken, aber dann beim Bau kleine Schritte machen, ein Problem nach dem anderen lösen und dann ist man dann auch da.